Erdbeben in Istanbul. Vorbereitung trifft Realität. April 2025. Eine Expertengruppe aus Erlangen besucht die türkische Partnerstadt Beşiktaş im Rahmen des Projekts Ortak, einer deutsch-türkischen Zusammenarbeit für den Katastrophen- und Zivilschutz. Nur wenige Stunden nach dem Besuch des Erdbebenparks, der auch die Kommandozentrale des Katastrophenschutzes in Beşiktaş beherbergt, bebt die Erde. Am 23. April trifft ein Erdbeben der Stärke 6,2 den Istanbuler Stadtteil Ortaköy. Die Gruppe erlebt das Erdbeben hautnah am Nationalfeiertag unter der Bosporusbrücke. Nachbeben folgen. Viele Bewohner verbringen die Nächte im Freien, aus Angst vor einsturzgefährdeten Gebäuden. Die Realität zeigt eindrucksvoll, wie dringend die Zusammenarbeit im Bereich Erdbebenhilfe und Katastrophenschutz ist. İstanbul'da meydana gelen deprem. Istanbul gilt als eine der am stärksten gefährdeten Metropolen weltweit. 1,5 Millionen Wohngebäude gelten als nicht erdbebensicher. Experten rechnen mit einem zerstörerischen Beben der Stärke 7, begleitet von einem möglichen Tsunami. Umso wichtiger ist es, die Akteure in Beşiktaş bei ihren Bemühungen, die Bewohnerinnen und Bewohnern vorzubereiten, zu unterstützen. Die Gruppe aus Erlangen durchlief ein intensives Programm unter Leitung der Katastrophenschutzbehörde von Beşiktaş. Trotz kurzfristiger Änderungen aufgrund des Erdbebens waren tiefe Einblicke in die Strukturen von Katastrophen- und Zivilschutz möglich, auf kommunaler, städtischer sowie nationaler Ebene. Das Direktorat für Zivil- und Katastrophenschutz der Stadt Beşiktaş. Die Feuerwehr der Großstadtverwaltung Istanbul in der Feuerwehrstation Beşiktaş. Die Hundestaffel von Beşiktaş und Istanbul. Die zivilen Hilfsorganisationen Busa, TAP und ANDA. Sowie der türkische Katastrophen- und Notfallmanagementbehörde AFAD gaben der Delegation aus Erlangen intensive Einblicke und tauschten sich darüber aus, wie man künftig gemeinsam besser auf Krisen reagieren kann. Muss jeder alles können. Die Vertreter der Erlanger Feuerwehr Michael Stör und Markus König sahen bei ihren Berufskollegen von der Feuerwehr Istanbul sehr vergleichbare Konzepte, was Einsatztaktik und Ausstattung anbelangt. Der Fuhrpark und die Gerätschaften sind nahezu identisch, die Nutzungsdauer in der Türkei allerdings deutlich länger. Beeindruckt waren die Erlanger von der Software, einem All-in-One-System, das auch mit den Überwachungskameras verknüpft ist, sodass die Feuerwehr bei ihren Einsätzen live Bilder für die Anfahrt und zum Teil auch für die Einsatzstellen nutzen kann. Die Erlanger Gruppe hatte während ihres Besuchs in der Trainings- und Ausbildungsstation von AFAD die Möglichkeit, eine Erdbebensimulation zu erleben und wurde unterwiesen, wie man sich im Erdbebenfall verhalten soll. Unter dem Dach von AFAD sind alle kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteure des Katastrophenschutzes organisiert. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der Mensch. Ziel ist es, die Bevölkerung in Beşiktaş besser auf Katastrophen vorzubereiten. Die Städtepartnerschaft zwischen Erlangen und Beşiktaş besteht seit 2003. Bereits in den Anfangsjahren der Partnerschaft ist die Idee der Ausbildung einer Suchhundestaffel entstanden. Nach dem schweren Erdbeben 2023 im Südosten der Türkei wurde zwischen den beiden Kommunen eine Zusammenarbeit im Bereich Katastrophenschutz und hier vor allem beim Ausbau einer Suchhundestaffel vereinbart. Eine Delegation aus der Partnerstadt Beşiktaş erhielt Ende September 2024 in Erlangen wertvolle Einblicke in die Strukturen des Katastrophen- und Zivilschutzes in der Stadt Erlangen. Oberbürgermeister Dr. Florian Jannik unterstützt den Ausbau einer Suchhundestaffel. Es sei ein wichtiger Schritt für den Zivil- und Katastrophenschutz. Jannik betont, dass beide Städte gemeinsam voneinander lernen können, um die Städte sicherer zu machen. Insgesamt gibt es türkeiweit 81 ausgebildete Such- und Trümmerhunde, 20 davon in Istanbul, die nach einem nationalen Standard arbeiten, sich aber den internationalen Standard von Insarak annähern. Die Suchhundetrainerin Dr. Melanie Schulz-Drost vom Bayerischen Roten Kreuz zeigte sich vom Ausbildungsstand und den Anlagen sehr beeindruckt. Die renommierte und international erfahrene Trainerin konnte den türkischen Kollegen in einem eintägigen Workshop wichtige Tipps und Hinweise für die weitere Ausbildung der Hunde mitgeben. Auf beiden Seiten besteht großes Interesse, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Durch das Kennenlernen und den Aufbau von Beziehung und Vertrauen wird die Zusammenarbeit im Katastrophenfall immens erleichtert. Für die Zukunft wurde von türkischer Seite der Wunsch nach einwöchigen Fortbildungen geäußert.
Während der Fokus in Erlangen auf der Suche nach vermissten Personen in der Natur liegt, trainieren die professionellen Helfer aus Besiktas die Suche nach Verunglückten in verschütteten Gebäuden nach einem Erdbeben. Somit ergeben sich Unterschiede in der Ausbildung. Eindrucksvoll ist auch der Einsatz zivilgesellschaftlicher Organisationen wie BUSA, TAP und ANDA, oft unter schwierigen Bedingungen und mit wenig staatlicher Unterstützung. Bei einem Treffen haben die Erlanger diese NGOs näher kennengelernt, die sich in Besiktas mit verschiedenen Aspekten des Katastrophenschutzes befassen und die alle nach internationalem Standard INSARAG als leichte, mittlere und schwere USA-Teams klassifiziert sind. Eine Initiative ist ausschließlich in Besiktas aktiv. 2 weitere sind türkeiweit vertreten. So ist zum Beispiel die Gemeinnützigkeit nur sehr schwer zu erreichen. Es gibt keine Freistellung von der Arbeit im Katastrophenfall. Eine entsprechende Gesetzgebung zur Förderung des Ehrenamtes fehlt. Die NGOs fühlen sich von der Regierung eher behindert als gefördert. Alle 3 Vereine wünschen sich einen Austausch mit den ehrenamtlichen Blaulichtorganisationen in Erlangen hinsichtlich Technikausstattung, Arbeitsweisen und eventuellen gemeinsamen Übungen. Während in Erlangen vor allem Naturkatastrophen durch den Klimawandel im Fokus stehen, bereitet sich Besiktas gezielt auf das erwartete große Beben vor. Eine Herausforderung, nicht nur wegen der Bevölkerungsdichte. Tagsüber halten sich rund 3 Millionen Menschen im Viertel auf. Besiktas ist Businesszentrum und Universitätsstandort zugleich. Die Bemühungen der Stadtverwaltung Besiktas und der zivilgesellschaftlichen Organisation sind im Vergleich zu anderen Bezirken sehr vorbildlich. Der Erdbebenpark, 60 Grünflächen als Notfalltreffpunkte, über 100 Mitarbeiter, die in Katastrophenschutzstrukturen arbeiten. In einem der Nachbarbezirke gibt es beispielsweise bis heute weder eine zuständige kommunale Einheit für Katastrophenschutz noch Suchhunde. Aufgrund der geringen personellen und finanziellen Ressourcen ist es für die Aktiven eine Herausforderung, die Einwohner von Besiktas zu sensibilisieren und zu informieren. Am besten gelingt es nach Aussagen von Kemalettin Arslan, dem Direktor des Katastrophenschutzes über die Schulen. Von 23.000 Schülern in Besiktas wurden bereits 17.000 informiert und für den Katastrophenfall, sprich Erdbeben, trainiert. Die deutsche Delegation wurde angeführt von Silvia Klein vom Bürgermeister- und Presseamt, Büro für Chancengleichheit und Vielfalt, internationale Beziehungen der Stadt Erlangen, die den Fachaustausch im Rahmen von Ortak koordiniert. Die Fachübersetzung Deutsch-Türkisch erfolgte durch Bülent Bayraktar. Das Projekt Ortak wird gefördert durch Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Service für Entwicklungsinitiativen mit Mitteln der Stiftung Mercator. Das Projekt findet im Rahmen der deutsch-türkischen Initiative zur Förderung des kommunalen Fachdialogs statt. Sollten auch im nächsten Jahr Fördermittel zur Verfügung stehen, ist eine Fortsetzung der Zusammenarbeit im Bereich Katastrophenschutz geplant. Kooperationspartner des Projekts Ortak ist Erbesch, Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Erlangen-Besiktas.